Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich vor einem ausgewählten Bild Auszüge aus meinem neuen Buch 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Heute sitze ich vor einem Gemälde des italienischen Künstlers Domenico Campagna. Brindisi, Puglia, 1. November 2019. Das Essen schmeckt auserlesen gut, dennoch verlassen wir bald Il Trullo. Der Hafen ruft. Wir kennen den Weg. Direkt hinter dem in weiten Teilen zerstörten und mit Hilfe brachialer Mittel abgedeckten Industriegeländes wissen wir das Adriatische Meer. Dieser Ort wirft Fragen auf. Sieht so das Ende der Welt aus? Nach einem ausgiebigen Bombardement? Nach 9:30 melden wir uns im Büro der Firma Direct Ferries an und warten dann bis kurz vor Mitternacht. Im Laufe dieser 2 Stunden füllen sich die Straßenränder vor dem Zollgebäude mit Frauen, die auf Koffern und Bündeln kauern, und überschaubaren Gruppen zusammenstehender, rauchender Männer. Viele dieser Menschen sind aus Fahrzeugen ausgestiegen, die ohne sie zurückfahren in die Dunkelheit dieses Abbruchviertels. Irgendwann beginnen teiluniformierte Männer damit, vor der verschlossenen Schranke eine Autokolonne zusammenzuwinken, in die sich auch Uta einweiht. Und dabei abwechselnd führen wir Coco innerhalb dieser Blechprozession ein halbes Dutzend Male spazieren, vor der gespenstisch anmutenden Kulisse der verlassenen Gebäude, die in früheren Zeiten wahrscheinlich einmal einige der zahlreichen Annehmlichkeiten boten, die man landläufig an einem Fährhafen erwartet. Stockend schiebt sich die Autoreihe in Richtung Schranke. Lastwagen nehmen einen separaten Weg. Einige Wagen werden herausgebeten und ausgiebig inspiziert. Schließlich passieren wir den italienischen Zoll ohne Komplikationen. Nun stehen wir in Sichtweite des Schiffes. Wieder führen wir Coco umher, denn die Überfahrt wird viele Stunden dauern. Eine dunkelhäutige Dame mit langer offener Haartracht steht lachend zwischen 3 Uniformierten. Hin und wieder deutet sie auf einen alten Mercedes, an dessen Heck ein noch betagterer Wohnwagen hängt. Die 4 scheinen sich gut zu unterhalten, stoßen freudige Rufe aus und klatschen sich gegenseitig auf die Schultern. Dann ruckelt der nächtliche Zug einen Wagen weiter. Mittlerweile sitzen wir wieder in unserem Auto. Im Scheinwerferlicht tauchen vor uns 3 Männer auf. Mit finsterer Miene leuchtet der Älteste unter ihnen mit einer Taschenlampe durch die Fensterscheiben der wartenden Autos. Eine ruppige Geste befiehlt auch uns, die Fahrerscheibe herunterzufahren. In englischer Sprache werden wir nach den Bargeldbeständen befragt, die wir mit uns führen. Wir deklarieren eine winzige Summe. Gerade genug für 2 Tassen Kaffee. Nachdem Fenster und Karosserie ausgiebig beleuchtet sind, zieht das derbe Trio weiter. Die Kolonne setzt sich wieder in Bewegung. Nun werden wir Zeugen der Einfahrt großer Lastkraftwagen. Manche Fahrer ziehen die enge Kurve, die ihnen zwischen der Spitze unserer Reihe und dem sperrangelweit geöffneten Maul der Fähre bleibt, sehr sportlich. Hin und wieder schmuggelt sich ein kleineres Fahrzeug zwischen die brüllenden Motoren, sodass auch wir bald an vorderster Stelle ankommen.
Uta saust über die Rampe und rumpelt hinein in die verschlungenen Gedärme der FB St. Damian. Kurze Zeit später folgen wir den wenigen Fußgängern und erreichen die Rezeption. Wir haben eine Außenkabine gebucht. Beim Eintauschen der Buchungsbestätigung am Hafen von Brindisi aber eine Fahrkarte mit dem für Reisende nicht lesbaren Code für eine Innenkabine erhalten. Die gewissenhafte Dame an der Rezeption überreicht uns folgerichtig gegen Vorlage unseres Fahrscheines den Schlüssel zu einer Kabine im Bauch des Schiffes, wo wir die Nacht verbringen. In der Enge der stickigen Zelle, für die Dauer von 7 Stunden kräftig geschüttelt und gewiegt, speise ich meine Zuversicht mit Rätseln und Gedankenspielen. Wie mag sich der Jona des Alten Testamentes gefühlt haben, nachdem ihn der große Fisch wieder ausgespuckt hat? Über welche Zeiträume hinweg mag sich sein Befreiungsakt hingezogen haben? Die St. Damian erreicht Florë glücklich am Samstag gegen 7 Uhr morgens. Noch 2 Stunden, dann haben wir die Grenzkontrollen hinter uns gebracht und dürfen albanischen Boden betreten.